Wir fliegen zu einem 5-Sterne-Hotel nach Antalya. Wir fliegen im Winter dorthin, dennoch sind die Temperaturen recht hoch. Bis zu 25 Grad, im Sommer kann es bis zu 40 Grad werden. Für Touristen eignet sich dieser Ort hervorragend zu jeder Jahreszeit für Aktivitäten am Strand. Hier biete ich Einblicke zum All-Inclusive Resort Sherwood Exclusive Lara. Um genauer zu sein, ist es sogar ein Ultra All-Inclusive, denn mehrere Küchen, unter anderem eine, die 24/7 läuft. 3 Snack- und Drinkbars, auch 24/7. Hoher Komfort, Import- und Markengetränke, also nicht nur Getränke, die lokal in der Stadt verkauft werden. Essen à la carte. Live-Musik, Spa, ein Mini-Kühlschrank, das täglich aufgefüllt wird. Strand und viele Freizeitangebote. Alles for free, bis auf Massagen, sind mit inbegriffen. Letzten Sommer waren wir auch in Antalya. Shots dazu auf Instagram. Das Hotel hieß The X Belek in der Küstenregion Belek. Jetzt befinden wir uns im Ferienbezirk Lara. Davon ist Kundo ein Teilgebiet und dort befindet sich das Hotel. Sherwood ist der Markenname einer Kette. Allein die Region Lara umfasst 35 Hotels. 2018 war ich auch mal bei Fame Residence. Close on me, left and right. Glock 9 put him out like a light. Coop tinted like a thief in the night. Gang on, he don't put up a fight. Fuck on your bitch, I might. Colors on me, pretty sight, it's a light. What'd you say, Koch? They might ruin your life. Huh? I just might make her my wife. Psych! Wenn man nur das Hotel ohne Flug betrachtet, kostet ein Aufenthalt im Winter pauschal zwischen 95 bis $200 pro Person und pro Nacht. Wir sind dort für 7 Nächte. Das ergibt sich auf rund 665 bis 1400 US-Dollar pro Person. Natürlich hängen die tatsächlichen Kosten vom Abflughafen, Reisedatum und der Zimmerkategorie ab. Und in der Sommersaison steigen die Preise deutlich. Dennoch ist es auch im Winter ein heißer Strandurlaub. Am Eingang angekommen sehen wir einen riesigen Weihnachtsbaum. Neben der Weihnachtsdekoration zur jetzigen Zeit orientiert sich dieses Hotel nach einem eher luxuriösen, modernen Stil mit hellen Weiß- und Beigetönen sowie Holz- und Naturtönen, die für eine komfortable und entspannte Atmosphäre sorgen. Im Vergleich zum Cham Hotel in Ankara. Den Vlog könnt ihr euch auch anschauen, oben rechts in der Infokarte, wenn ihr wollt. Und ey, ich habe noch nie so eine geile Limo getrunken. War das eher naturverbunden mit Blick auf Wäldern, mit Thermen und es wurde ein ruhiges Wellnessgefühl hervorgerufen. Kurzes Check-in bei der Empfangsdame und ab die Post. Hier die ganzen Angebote. Mit 3 Fahrstühlen kommt man schnell von A nach B, deswegen ab ins Zimmer, ich habe noch was Wichtiges zu tun. Spieglein, Spiegel, Bro, du sagst es mir, ohne dass ich frage. Ich sehe einfach nur gut aus. Ah, danke. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Oh, baby girl. Yeah. Solche Hotels sind echt ein Schatz, die voll die Markenprodukte an Skincare, Shampoo, Duschgels und professionelle Haarprodukte anbieten. Wobei ich bei sowas immer erstmal kritisch bin. Ich brauche ganz persönliche und spezifische Produkte, die auf meine Präferenzen und Bedürfnisse abgestimmt sind. Denn ich kenne ganz viele Marken und ich brauche das Passende für meine Haircare. Dieses Duschgel ist empfehlenswert und die Seife roch nach Zitrone. Und es ist einer meiner größten Prioritäten, glamourös und verführerisch zu duften. Denn euren Geruch hat jeder in Erinnerung, selbst nach einem Korb. Ich gebe euch auf jeden Fall die Info mit, aber die haben hier nicht viel. Und falls es da jemanden da draußen gibt, der in Erwägung gezogen hat, dieses Hotel zu buchen, paar kleine Insider. Badelatschen haben die schon welche, ihr braucht keine mitnehmen. Zimmerservice 24/7, um zum Beispiel Essen zu bestellen. Gegen Zuschlag, aber das haben wir nicht nötig, weil wir können immer unten in der Küche was essen. So sieht der Blick vom Balkon aus. Lauter Palmen und Pools. Wie man sieht, kann jemand vom Balkon rüberklettern. Deswegen macht zur Sicherheit die Balkontür zu und sichert eure Sachen im Safe. Und man weiß ja nie, aber bevor mal sowas im Leben passiert, immer auf Nummer sicher gehen. Ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, beklaut zu werden und mir wurde ein Liebesbrief eingesteckt. Und auch nicht im Zimmer rumliegen lassen, weil da kann ja auch jemand vom Personal kommen. Jetzt zeige ich euch ein paar Gadgets, die ich immer mitnehme. Parfum, Deo, Powerbank und 3-in-1 Charger. Parfums zum Beispiel haben die jetzt nicht hier. Im Vergleich zum letzten Mal wirklich minimal, wenn ihr meine Packliste gesehen habt.
Uhr, aber ich möchte mir eine Apple Watch Ultra zulegen, weil ich viel schwimmen gehe und die ist bis zu 50 Meter wasserdicht. Kopfhörer, AirPods 3. Generation habe ich und mein iPhone 16 Pro Max mit 1 Terabyte Speicherplatz, mit denen ich gerade filme. Für YouTube besorge ich mir noch eine richtige Kamera. Ich habe die Sony Alpha im Sinn, aber all meine Apple Devices to go refreshe ich nochmal mit den neuen, die es auf dem Markt gibt. Bei mir ist das ganz normale Standard, immer die neuesten Produkte von Apple klar zu machen. Handtuchkarte halt. Und ich habe auch mein eigenes Shampoo mitgenommen. Ich habe das John Player Gold ausgetestet und es hat meine Haare gerettet. Übrigens hat mein Dad mir letztens unter die Nase gerieben. Geht sich fett das iPhone 17 Pro Max, worüber sich jeder über das Design auf TikTok beschwert hat, sich gönnen, nur um mich zu ärgern. Ich werde mir jedes Baby aus dieser Alkoholliste live reinziehen. Alle Spirituosen, Aperitifs und Liköre. In der Kneipe, in der ich mal gearbeitet habe, habe ich ganz viel über Alkohol gelernt. Hab da teilweise was nach Hause geschenkt bekommen. Im Lobbyeingang hat man als erstes diesen Sitzraum. Hier gibt's auch Bücher zum Lesen für Bücherwürmer wie mich. Ach ja, Weihnachten ist doch die schönste Zeit des Jahres. Mich würde es interessieren, wenn ihr mir mal schreibt, wie ihr Weihnachten so gefeiert habt. Was habt ihr zum Beispiel gegessen? Truthahn, Raclette, Weihnachtspudding oder vielleicht auch einen Schnaps? Ich auf jeden Fall alles und ganz viel Alkohol. Jedes Girl mit den Anfangsbuchstaben J nehme ich mit. Wenn J krank ist, hat C noch eine Chance. Weiter Richtung Lobbygang haben wir hier diese 24-Stunden-7-Küche. Keine Ahnung, warum da 24 und da 21 steht, aber die hat auf jeden Fall rund um die Uhr auf. Ich habe mir als erstes diesen Sherwood Burger geholt. Könnt ihr lesen oder sehen, was drin ist. Aber ich bin immer ehrlich mit euch, das war recht Plastik. Weil Burger mein Lieblingsessen ist, war der eine Beleidigung. Der Beef Patty muss saftig sein und die Buns nicht so trocken. Mein Dad hat für die ganze Familie später noch à la carte reserviert. Hier seht ihr verschiedene kulinarische Spezialitäten. Es gibt hier die osmanische, italienische, mongolische Küche. Es liegt auch ein Fokus auf Fischgerichten vor. Dafür gibt es einen extra Speisesaal. Mein Dad hat die ersten 2 arrangiert, aber dazu später mehr. Nochmal zu dieser 24-Stunden-7-Küche. So sieht die aus. Also ihr könnt euch wirklich um 3 Uhr nachts denken, während ihr irgendwelche TikToks schaut, mit eurer Chica schreibt oder keine Ahnung, was ihr um diese Uhrzeit macht. Euch denken, ich hab Bock auf Burger, Pasta oder irgendeinen Kuchen. Ihr könnt problemlos runtergehen und müsst nichts bezahlen. Auch die Bar. Aber wie gesagt, nur bei der. Der große Hauptsaal und die Küche am Strand sind zeitlich beschränkt. Jetzt gerade sind wir am Erdgeschoss. Wir gehen jetzt nochmal eine Etage tiefer. Hier befindet sich das Spa. Und dieses Hotel hat auch einen Friseur und einen Doktor. Okay. Soll ich vielleicht einen blonden Buzzcut machen hier? Weil sich ja jeder über meine Fukuhida beschwert. Oder so einen roten Irokesenschnitt mit so Piercings und Tattoo, weil ich wollte ja sowieso Sänger werden. Dann werde ich so Rockstar. Hier unten haben wir das. Ich glaube, wir brauchen noch nicht mal außerhalb irgendwas unternehmen, weil es im Hotel schon alles gibt. Ey, Jake ist ein riesen Arcade-Fan. Kurzer Rundgang. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Beim Greifspielautomat haben wir Ringe statt Plüschtiere. Den Ring besorge ich hier. Die ganz klassischen Spiele wie Pac-Man, diesen Mini-Basketball-Korbspiel, so ein Pooltisch, Bowling machen wir auch später mit der Familie und diese Kickspiele wie zum Beispiel Airhockey oder diesen Fußballkicker mit diesen Stangen und Jakes Favorit diese Rennspielautomaten mit Lenkrad oder noch besser mit Motorrad und auch noch den Boxautomaten. Aber nein, ich bin nicht tough drin, will ich aber werden, weil ich habe auch geübt. Ich hatte mal einen Boxsack bei mir im Zimmer, habe ich aber abgemacht und auf eBay verkauft, weil der steht mir im Weg zu meiner Parfümsammlung. Und im Gym kann ich auch boxen. Was hier dran noch erwähnenswert ist, die Spielhalle ist nicht im All-Inclusive enthalten. Das Bowling kostet in etwa $5 pro Person. Für alles andere müsst ihr eine Münze opfern. Hier haben wir eine Wandtafel zum Green Team, die hier irgendwelche Events gewonnen haben. Ich überfliege das jetzt hier einmal für diejenigen, die sich das jetzt anschauen wollen. Und ey, diese Hasa Siemen oder wie auch immer, sieht 1:1 aus wie meine Lehrerin aus meiner alten Schule, die mich gar nicht leiden kann. Ansonsten spreche ich jetzt parallel dazu jetzt ein paar Sachen an. Nummer 1 mögt ihr die No-Talk-Variante, wenn ich diese Vlogs mache. Ich dachte mir, könnte vielleicht satisfying sein. Weil wenn man jetzt zum Beispiel solche schönen Sehenswürdigkeiten sieht, wie zum Beispiel eine außergewöhnliche schöne Höhle, den Eiffelturm oder den Big Ben, will ich diese Aussichten genießen und keine Chipsmund-Stimme hören, wo viel genuschelt wird oder sich einfach die Stimme unsatisfying anhört. Das gehört auch zu meinen wichtigen Regeln mit dazu. Ich esse niemals Süßigkeiten, übe Zungenbrecher und trinke jeden Tag 3 Liter Wasser, sodass die Stimmbänder trainiert werden, der Hals sauber und frei ist und sich die Stimme erfrischend, sauber, soft und komfortabel anhört. Allein durch die Stimme gewinnt man an Attraktivität und Menschen hören dir gerne zu, unabhängig davon, was du inhaltlich sagst. Es wird niemals passieren, dass du 0 Sprachfehler hast und das ist auch menschlich. Darüber hinaus, woher kommt denn eigentlich dieses Nuscheln? Diese undeutliche Stimme? Na, durch den Stress aus dem Alltag. Weil die Stimme verratet halt einem, davon hat man so ein Menschenbild.
Aus dem Grund werde ich alles dafür tun, um das Maximale rauszuholen. Und dieser Urlaub wird mir dabei helfen, denn nach diesem Urlaub habe ich voll den Erholungsboost gespürt. Von meinem Hautbild, mental, physisch. Der militärische Krampf bei mir, der so aussieht, als würde der sich nicht reparieren lassen, hat sich endlich erleichtert und gelöst. Zu Hause hat es sich angefühlt wie in einer Klapse. Deswegen kann ich jedem mal empfehlen, eine Woche richtigen Urlaub zu gönnen. Und wenn ihr gerade dabei seid, Hotels zu buchen, kann ich euch empfehlen, bis zum Ende zu bleiben. Denn sollte nach diesem Review euch dieses Hotel nicht gefallen, lernt ihr immerhin, was man bei der Auswahl bedenken könnte. Und manche Menschen bilden sich zu früh eine Meinung. Deswegen tut nicht weh. Ein Optiker und Shoppingläden gibt's hier. Dieses Hotel ist eine ganze Stadt. Einfach alles, was eine Infrastruktur braucht. Nur komplett Indoor. Krimskrams, Sachen und Andenken nehme ich auch immer mit von meinen Reisen. Dafür, dass ich für euch Werbung mache, will ich immerhin einen Discount. Was so Markenklamotten betrifft, muss man natürlich bedenken, wenn das aus der Türkei kommt. Aber Türkei ist nicht gleich Fake. Ich könnte ein extra Video dazu machen, um euch zu zeigen, wie man Fake-Klamotten erkennt. Der Pazar ist auf jeden Fall Fake. Und es gibt auf jeden Fall richtige Läden, auch in der Türkei, die originale Markenklamotten anbieten. Aber ich hole meine Markenklamotten nicht von der Türkei, sondern von Amazon. Amazon ist voll dope, Bro. Das ist neben Timo meine erste Anlaufstelle. Fast alles bei mir ist von Amazon. Und eigentlich gehe ich gar nicht in die Stadt shoppen. Ich bestelle alles online, was ich brauche. Deswegen habe ich auch Millionen Shopping-Apps. Wenn ich was zu essen bestellen will, dann immer mit Just oder Uber Eats. Selbst unser Supermarkteinkauf immer mit Picnic. Also das ist jetzt erstmal hier nur so ein Schuppen mit so Spielzeugen und Souveniren. Also es ist hier jetzt nicht so wie in einer Mall. Hier haben wir einmal so einen Laden mit so ein paar No-Names, ganz vielen Fußballtrikots. Hier sehen wir einen Top von Nike für etwa $10. Für gewöhnlich kosten Tops von Nike je nach Modell $30 bis $60 oder mehr. Jetzt stand da großer Ausverkauf, deswegen müsste ich die Preise vergleichen. Ich kenne jetzt nicht alles von Nike auswendig. Hier haben wir auch ein Juweliergeschäft. Hier haben wir noch so einen Saftladen. Aber warum sollte ich jetzt hier was kaufen? Weil ich habe 3 Bars und Küchen. Und es ist üblich in Hotels, dass die Preise mit Euros versehen werden, weil viele aus Europa kommen. Und die Angabe ist touristenfreundlich und wirtschaftlich sinnvoll, da der türkische Lira stark schwankt und Touristen sofort verstehen, welchen Betrag sie zahlen müssen. Es ist eine stabile Währung. Auf dieser Tafel sind die Zeiten einiger Serviceangebote aufgelistet. Hier seht ihr das Tagesunterhaltungsprogramm, das Nacht- und Kinderprogramm, aber wann und wo was stattfindet, ist alles auf der Webseite einsehbar. Den Link kann ich euch in die Infobox packen, findet ihr unter Serviceangebote. Und hier unten befindet sich das Hauptspeisesaal. Das ist die größte Küche. Frühstück findet 7 bis 11 Uhr vormittags statt. Mittagessen 12:30 bis 3:30 nachmittags und Abendessen 6:30 bis 9. Im Vergleich zum Cham Hotel in Ankara gab es da nur eine Küche und die hatte auch nur bestimmte Zeiten. Daneben befindet sich ein Fotograf. Hier seht ihr ein paar Vorlagen. Hier könntet ihr im Anschluss auch Fotos machen lassen. Und falls es da jemanden da draußen gibt, der wie ich ein Fotoalbum führt, es werden hier auch Fotobücher verkauft. Ich weiß nicht, ob der auch digitale Pakete anbietet. So Bilderrahmen gibt's hier nicht. Hier seht ihr nochmal, was es in der Vitrine gibt. Ich habe jetzt nicht daran gedacht, mich über die Preise zu erkundigen. Wirklich sorry dafür. Aber solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann schreibt ihr einfach unter diese E-Mail-Adresse an. Hier die Live-Musik, die zweite Bar, die Disco. Ich habe mir das jetzt anders vorgestellt. Ich dachte, hier gibt's eine Stange zum Tanzen. So sieht der Raum aus. Das war wohl anders gemeint. Also Scheine bleiben in der Hosentasche. Das wird Jakes Lieblingsraum. Spotlights on me, please. Das wird lit. Nur blöd ist halt, dass ich abnehmen wollte, weil ich noch sehr unglücklich bin mit meinem Gewicht. Ich war sehr gut dabei. Ich wiege gerade noch 70 Kilo. Ich möchte mindestens noch 20 Kilo abnehmen. Ich werde eine Crash-Diät machen, sodass ich vor dem nächsten Sommer noch meinen Body habe. Aber das ist jetzt erstmal eine Ausnahme. Ich werde mich jetzt also erstmal voll fressen und dann geht's nach dem Urlaub weiter. Aber die Stühle sind schon sehr rot und erotisch. Glaubt ihr, die machen das? Gibt alle Shots Jake und jubelt ihn an. Er ist der König. Hier haben wir einen Fitnessraum. Da irgendwo ist ein Scanner, müsst ihr mit der Zimmerkarte öffnen. Mein Tagesplan sieht so aus. Aufstehen, frisch machen, frühstücken, Gym, 2 Stunden Laufband, 8 Kilo, Bankdrücken, Klimmzüge. Ey, und diese Sportgeräte sind viel besser als bei mir im Gym. Ey, ich komme hier so gerne her, weil dieses Laufband ist so satisfying zum Drauflaufen. Und ey, der Ausblick am frühen Morgen. Ich mache zwar gerne Sport, aber bei mir ist halt eben das Problem, dass ich das immer aufschiebe, weil ich gerade am Handy bin und mir einrede, ich schreibe noch die eine Nachricht. Das hier wird mich aber motivieren zu kommen. Und dort hinten am Horizont beginnt die Morgendämmerung. Kalte Getränke for free. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass Sherwood eine Kette ist. Deswegen Achtung, welches ihr bucht. Es gibt das Greenwood Resort, das Dream Resort, das Suits Resort und dies hier.
ist das Exclusive Lara. Bei diesem hier gibt es keine Rutschen. Gehen wir mal raus. Es wird auf jeden Fall hierzu und zu all dem, was ich gegessen habe, Shots auf Instagram geben. Deswegen könnt ihr mir folgen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Abends ist es hier schön ausgeleuchtet und die Outdoor-Pools sind abends noch warm und dampfend. Da oben ist auch einer. Ihr habt hier wirklich jede Kategorie von Pools. Willig's warm, lauwarm, kühl. Brauche ich einen Kinderpool oder einen Whirlpool? Die Indoor-Pools haben bis 18 Uhr auf. Hinten gibt es aber auch nochmal den Strand. Meine Mom wollte noch um 20 Uhr schwimmen gehen, aber draußen war es ihr zu kalt. Deswegen hat jemand vom Personal ihr aufgeschlossen. Daran sieht man, dass dieses Personal hier sehr großzügig ist. Das ist auch wichtig. Also da hatten wir auch mal negative Erfahrungen, aber hier kann ich nur Positives berichten. Das Personal hier ist sehr freundlich, respektvoll, aufmerksam, zuhörend. Ich wurde immer wieder nachgefragt, ob nachgeschüttet werden soll. Die nehmen hier jeden Wunsch ernst. Als meine Mom auch ein Foto am Esstisch haben wollte, hat die Dame auf den Winkel geachtet, viele geschossen und gefragt, ob die Fotos okay sind. Ich wurde angerufen, ob alles in bester Ordnung ist. Und das Personal kommt auf dich zu und möchte auch Gespräche führen mit dir. Die Türken können auch gut Englisch, Deutsch und auch andere Sprachen. Deswegen seid ihr hier bestens aufgehoben. Noch ein paar weitere Infos zum Hotel. Die Hotels hier sind alle aneinandergereiht. Man sieht hier direkt daneben das nächste. Zur Lage des Hotels. Es liegt am Mittelmeer. Es hat gute Verkehrsanbindungen. Der nächste Flughafen, dem Antalya Airport, dauert von hier 10 bis 15 Minuten mit dem Auto. Das Stadtzentrum von Antalya 20 bis 30 Minuten. Das Einkaufszentrum 5 bis 10 Minuten. Schnell erreichbar mit Auto, Taxi oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn jemand meint, er möchte das Straßen- und Verkehrsnetz um das Hotel besser verstehen, weil er meint, er möchte noch außerhalb des Hotels noch etwas unternehmen. In der Infobox findet ihr auch nochmal eine detailreiche interaktive Karte von OpenStreetMap. Dort könnt ihr alle Buslinien und Einkaufsmöglichkeiten verstehen. Wir sind vom Flughafen aus mit einem Leihwagen angekommen. Ihr könntet aber auch mit einem Shuttle oder irgendeinem privaten Transfer buchen. Das gehört irgendeinem Reiseveranstalter oder einer Transferfirma. Wenn die Technik irgendwann mal so weit entwickelt ist, werden solche Autos auch irgendwann mal automatisch hin und zurückfahren. Ich möchte wissen, was noch die Digitalisierung alles mit sich bringt. Vielleicht wird es auch irgendwann mal tatsächlich fliegende Autos geben. Oder für die Extravaganten von euch könntet ihr auch einen Premiumwagen reservieren. Zum Beispiel eine Limousine mit einem eleganten Chauffeur. Oder einem Range Rover, das gibt es alles hier. Hier gibt es einen Zitronenbaum. Ich glaube, hiermit machen die den frisch gepressten Saft. Ich bin der Meinung, es lohnt sich auch im Winter zu kommen, weil abends war es hier fast immer leer. Hier hat man dann mehr seine Ruhe. Man kann dann immer noch am Strand baden gehen. Es ist günstiger. Im Sommer ist es verdammt teuer voll. Und dafür geht hier richtig die Party ab. Das Amphitheater hier ist nur im Sommer verfügbar. Es wird insgesamt mehr gemacht, mehr Angebote. Es herrscht pralle Hitze. Lass uns mal hier raufgehen und uns den Pool anschauen. Weitere Informationen zur Anlage des Hotels. Das Hotel verfügt 499 Zimmer auf 9 Etagen. Womit jedes dieser Zimmer ausgestattet ist. Eine Klimaanlage mit Klimakontrolle, um die gewünschte Temperatur zu regulieren. Ein Balkon oder eine Terrasse, meist mit Sitzgelegenheit. Eine Minibar mit Getränken und Snacks. Die ist auch im All-Inclusive enthalten, also Moneten bleiben im Kohlebeutel. Ein Smart TV im Zimmer, der hat auch Netflix und YouTube und sowas. Mit irgend so einer Sprachfernbedienung von Google, die ist so ähnlich wie Fire TV. Aber ich will kein Fernsehen gucken, sondern meinen Urlaub nutzen. Also tagsüber unternehmen wir schon die ganze Zeit was. Wobei ich jetzt immer im Hotel war, weil das Hotel hat mich gut beschäftigt. Mein Dad war jetzt 1-2 Mal außerhalb des Hotels, unter anderem um shoppen zu gehen. Er hat mich mit voll vielen Klamotten überrascht. Wenn ihr wollt, kann ich dazu separat noch ein Haul machen. Und ansonsten ist keiner von uns im Zimmer geblieben. Und das wollten wir auch gar nicht. Guckt euch das mal an. Weiter zu meinem Tagesplan. Nach dem Gym gehe ich jeden Tag hauptsächlich schwimmen, weil ich wollte ein bisschen Schwimmen trainieren. Mittagessen, weiter schwimmen, Abendessen und ich will unbedingt in dieses Schloss rein. Und sollte ich noch nicht müde werden, chill ich in diesen Outdoor-Pools, trinke gelegentlich einen Cocktail und chat mit irgendwelchen Mädels auf Snap. Weil mein Tag allerdings kein Terminkalender ist, kann ich mal das machen, worauf ich Lust habe. Ich kann zur Disco, wann ich will, mir die Live-Musik anhören, zur Bar und unendlich viele Shots reinziehen, mich von thailändischen Mädels massieren lassen, Shisha rauchen, an Veranstaltungen
Sportübungen teilnehmen, wie zum Beispiel Bogenschießen, Luftgewehrschießen, Tennis, Beachvolleyball, Minigolf, Basketball, Boccia. Ich habe mir jetzt hier nochmal Chicken Finger mit Pommes und einen Cheeseburger geholt. Ey, ich kann Mayonnaise echt nicht leiden, ne? Besser Senf oder Ketchup. Noch ein Bierchen dazu. Das hier ist so ein Pilz. Aber ich mache mir gar keine Gedanken darüber, wie hoch die Konzentration ist. Einfach her damit. So, kleines Mukbang. Aber ey, ich muss aufpassen, was ich sage, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas preisgebe, was ich nicht will. Ich muss dieses Video nach dem Urlaub schneiden. Also dieses Voice-Over kommt auf jeden Fall von einem nüchternen Jake. So, let's count. Yeah. Schreibt mir in den Kommentaren, was ich als nächstes trinken soll. Denn wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, mache ich ein Video, wo ich alles kaufe, was ihr hier in den Kommentaren schreibt. Ich suche mir 20 Wünsche aus, damit ich das noch überlebe. Mein Gehirn hat einen Schock bekommen. Mein Abendessen war ein Genuss. So startet Jake seinen Urlaub. Aber jetzt zum richtigen Essen im Hauptspeisesaal. Ich mache mal kurz hier so einen Rundgang. Eine Suppe als Vorspeise ist wichtig. Eine warme Suppe regt die Verdauung an. Man bekommt ein frühes Sättigungsgefühl. Man isst danach oft langsamer und bewusster. Gerade am Abend gilt eine warme Suppe in vielen Kulturen als schonend für den Körper. Es ist besonders wichtig vor schwerem oder reichhaltigem Essen. Ich habe hier alle Sorten an Suppen ausprobiert. Linsensuppe essen war sehr häufig zu Hause, aber ich kann vor allem eine Gemüsesuppe empfehlen. Sie enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Eine heiße Brühe liefert Elektrolyte und sind leicht bekömmlich. Sie helfen beim Flüssigkeitsausgleich, Energiehaushalt, Nerven- und Muskelfunktion. Darüber hinaus gibt es hier verschiedenes Gebäck. Und wie ihr seht, steht hinter jeder Theke ein professioneller Küchenchef, der alles frisch zubereitet. Ohne selbst kochen zu müssen, kann ich mir hier alles zusammentrommeln. Was brauchen wir denn alles? Kohlenhydrate als Hauptenergiequelle, enthalten in Brot, Reis, Kartoffeln, Obst und Nudeln. Als nächstes verschiedene Eiweiße zum Aufbau von Muskeln, Haaren, Haut und Hormonen. Auch wichtig für Wachstum und Reparatur. Enthalten in Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und Hülsenfrüchte. Eine weitere Energiequelle sind Fette. Wichtig für Hormone, Gehirn, für die Aufnahme von Vitaminen, enthalten in Öle, Nüsse, Avocado, Butter und Fisch. Mikronährstoffe können in kleinen Mengen große Wirkungen erzielen. Vitamin A für das Sehvermögen, Vitamin B für Energie und Nerven, Vitamin C für das Immunsystem, Vitamin D für Knochen. Auch wichtig ist Calcium für Knochen und Zähne, Magnesium für Muskeln und Nerven, Natrium und Kalium für Flüssigkeitsbalance, Eisen für den Sauerstofftransport im Blut. Übrigens ist dieses Lokum, das ihr hier vorne seht, solche Zuckerwürfel aus Stärke, Wasser und je nachdem, welches Lokum ihr nehmt, sind da je nach Sorte verschiedene Aromen und Zusätze enthalten. Ganz klassisch Rosenwasser, Zitronensaft, Orange, Minze, Nüsse wie Pistazien, Walnüsse, Haselnüsse, manchmal auch mit Schokolade und Kokosraspeln. Es ist farbig, aromatisiert und meistens mit Zucker bestreut. Es schmeckt süß, ist weich und ist daher leicht zu kauen. Es kann leicht klebrig sein. Traditionell kann es gerne farbig und hübsch dekoriert werden. Historisch beliebt in osmanischen Palästen, denn dort wird es meistens zu besonderen Anlässen zubereitet, wie Feste oder Hochzeiten. Hier haben wir für die Pancakes Schokosoße, Zimt und Puderzucker. Und diese Mini-Hörnchen, die ihr hier seht, in dieser schalenartigen Form mit Boden, nennen sich solche Mini-Tartlets. Dort wird üblich Marmelade gefüllt. Ansonsten gibt es noch Spiegeleier, Omelettes, Rühreier, hartgekochte Eier. Dieses Gözleme ist türkisches, dünn ausgerolltes Fladenbrot, meist gefüllt mit Spinat, Feta, Hackfleisch, Kartoffelgemüse, Käse, Kräuter, Würstchen und Sucuk, das ist türkische Knoblauchwurst. Börek, das besteht aus Yufka oder Filoteig. In diesem Bereich haben wir auf jeden Fall Herzhaftes und auch Pommes. Ich denke, hier ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und es ist so, dass jetzt nicht immer dasselbe dort steht. Also solche Sachen wie Pommes, Sucuk und Pancakes, die habe ich jetzt immer gesehen. Es kann leichte Abweichungen geben.
Das war das Frühstücksbuffet. Jetzt zeige ich euch, was es zum Mittag gibt. Drei Knöpfe, wie dich das abspritzen soll. Was ist eigentlich ein türkisches Bad? Das ist ein öffentliches oder privates Dampfbad, das so aussieht. Bei uns im Hotel war dieses Dampfbad riesig. Es hat zum einen einen Hauptraum. Das ist ein großer, meist runder oder quadratischer Raum. Es hat eine hohe Decke, oft mit einer Kuppel. Mitten in diesem Raum befindet sich eine warme Steinplatte. An den Ecken befinden sich spezielle Waschbecken. Das sind solche robusten, wasserfesten, ovalförmigen Becken mit einer Schale zum Abspülen. Dieser Raum ist sehr warm und feucht. Außerdem gibt es einen Nebenraum. Dieser Raum ist lauwarm. Zu den beiden Räumen besteht eine Verbindung zwischen warm und kalt. Man kann dort verweilen und sich ausruhen. Er schützt den Kreislauf, denn wer von kühlen Räumen sofort reingeht, kann Schwindelkeit, Übel oder Herzrasen verspüren. Mit einem sogenannten Käshandschuh wird die Haut geschrubbt und dadurch gepielt. Dadurch kommt ganz viel Dreck raus. Oder auch massiert. Im Nebenraum wird relaxed. Übrigens hat mal so eine alte Thailänderin mir die Hose runtergezogen. Aber nicht ganz, nur so, dass man die Ritze noch sieht. Und mich dort massiert. Ich so, was geht hier ab? Zum Abendessen gibt es Pizza, egal ob mit Schinken, Sucuk, Speck, Paprika. Ich will endlich auch mal in einem Hotel, wo es auch Sushi gibt. Schreibt mal rein, wenn ihr eins kennt. Ein Bonus, den es bei The X-Billig noch gab, war Starbucks mit im All-Inclusive.
Die Strandbar hat um 12 Uhr auf. Hier ist auch gleich daneben die Bar. Keine Sorge, ich bin jetzt still. Ganz kurz, nur wenn man diesen Weg hier entlang läuft, kann man die ganzen anderen Hotels sehen. Die sind alle so gigantisch groß. Da ganz rechts kommen wir. Das in der Mitte sieht aus wie ein Kerker. Und das ganz links wie ein futuristisches Flugzeug.
war ich mit meinem Dad und meiner Schwester nachher noch bowling. Insgesamt hatte jeder 20 Würfe. Die Punkte sind auf dem Screen einsehbar. Kugeln mit verschiedenen Gewichten. Mein erster Versuch. Dann habe ich es mal mit einer anderen Kugel ausprobiert. Mein Vater meinte, er sei Alleskönner und hat mich ausgelacht, als er mich gesehen hat. Und jetzt sehen wir seine Performance. Naja, ich würde mal sagen, so der Vater, so der Sohn. Er darf ja jetzt nochmal. Also es sind 10 Doppelrunden. Aber wie sagt man so schön? Alle guten Dinge sind 3. Und irgendwann mal habe ich sogar meinen ersten Strike geschafft. Hier sehen wir die Punkteverteilung. Das ganz oben bin ich. Meine Würfe waren eigentlich ganz gut. Meine Schwester war schwach. Mein Dad hat uns beide hops genommen. Ey, hierbei ist mir aufgefallen, wie schlecht meine Koteletten aussehen. Ich will die nicht komplett wegschneiden, aber die brauchen eine saubere Form. Auf jeden Fall, ich habe früher richtig Mario Kart wie gesuchtet. Hau ich den Knopf und ich gewinne das Ding. Am Strand war ich danach Bogenschießen. Jack! Tamam kardeşim. İyi misin? Yemin ederim. Kolay değil mi? Jack! Bir 25 atarsın. Bence yaparsın kardeşim. Bekliyorum sana performans, tamam mı? Yap bakalım. Gel kardeşim. Alles gut ya? Yok tamam. Alles klar. Jack konuşsana benimle. Niye konuşmuyor? Kanka şimdi 2 parmağını buraya. Evet. Sol kolunu aç bakayım. Gel böyle. Okey. Şimdi kanka bunu çeviriyorsun böyle. Hafiften güzel, bravo. Sol gözünü kapat. İkisini birden değil, sol. Sadece onu, evet, ikisini birden kapatıyor. Nice close. Okey. Şimdi hazırız kanka. Başlayabilirsin. Ortasına bak, ortasını nişan al. Bravo, bravo. Çek biraz daha geri. Çek. Bravo, çek biraz daha. Güzel. 7. İşaret. One more time. Bir kez daha. Haydi bakalım kardeşim. Yine unutma şunu. Şöyle yap bakalım. Evet, bravo. Ich war erstmal verunsichert, aber nach ein paar Versuchen wurde es auf jeden Fall besser. Von insgesamt 3 Versuchen waren 2 im roten Ring. Aber fast hätte ich auch das goldene Bullseye getroffen. Übrigens habe ich so ein russisches Mädchen mit grünen Augen, braunen Haaren, die im Wind wehten, strahlend heller Haut und einem Sommerhut mega neutral gefragt, ob sie mich hierbei filmen kann. Sie mit einem Zwinkern und Lächeln so, na klar. Bitte schreibt mir auch nochmal in den Kommentaren, ob ihr Verbesserungsvorschläge für meine Vlogs habt. Bin offen für alles, dürft zunächst mal alles ansprechen. Ihr Lieben, wäre doch Millionenmal geiler, hätte ich doch ein Sixpack. Wenn ich anspanne, habe ich nur so ganz leicht Apps. Jetzt geht's ab zum Dart. Läuft. Brother, you can start 21. Easy for you. Here we go, check. Wait. Bravo, check. Oh, triple six. Oba! Oba! Good check. Jetzt sind wir à la carte essen. Heute gibt es die italienische Küche. Beim Besteck wird von innen nach außen gegessen. Wasser lerne ich jetzt auch mal kennen. Ich hatte so ein weißes Shirt, das hat mein Vater vom S. Oliver Outlet. Und eine Jeans, also ich sah so aus wie jemand, der Golf spielt. Oder meine Schwester hatte High Heels an. Die Absätze waren so hoch und spitz, damit konntest du jemanden abstechen. Und das haben wir gegessen.
Alkohol. Heute ist wieder Freitag, heute wieder richtig. Also ich hatte jetzt vor, auf der Menükarte eins nach dem anderen zu bestellen. Wir fangen mit den ganz starken an. Hier haben wir so einen Whisky. Und ich hatte tatsächlich vor, jetzt alles live auszutrinken, weshalb das jetzt etwas länger dauern kann. Also der Whisky, der war schon extrem. Den einen habe ich jetzt gerade mal noch so überlebt. Deswegen würde ich mir keinen zweiten holen. Ich habe ja sonst immer alkoholische Cocktails am Pool getrunken. Aber wie gesagt, das sind jetzt die Draufgänger. Ich habe noch über 50 andere vor mir. Aber für meinen Namen würde ich alles hergeben, was es braucht. Dafür würde ich sogar mein eigenes Leben aufs Spiel setzen. Deswegen werde ich euch zeigen, wie stark ich sein kann. Es hat jetzt allerdings noch eine Minute gedauert, bis ich den jetzt ausgetrunken habe. Und übrigens bin ich jetzt gerade auch einfach nur müde. Und so hört sich meine Stimme nach dem Aufstehen an. Also falls euch das verwirrt, dass sich das immer anders angehört hat. Mal mittags, mal nach dem Aufstehen, mal halb am Pennen. Rede ich die ganze Zeit und nicht in einem durch. Dazu hätte ich jetzt auch nicht die Ausdauer für gehabt. Aber ist auch gut so, weil dann kann ich auch mehrmals überdenken, was ich gesagt habe. Weil öfter mal erzähle ich auch mal Schwachsinn. Das passiert mir immer, wenn der Tag mal lang war. Und dann realisiere ich am nächsten Morgen, hätte ich das doch nicht getan. Mein Kopf erholt sich immer am jeden Morgen. Es liegt am Stress und daran, dass manchmal mein Schädel voll ist. Dass ich manchmal nicht klar denken kann und unbewusste Entscheidungen treffe. Dafür kann ich nichts für. Hier seht ihr mein Face beim vollen Durchzug Alkohol. Kurz atmen, ich lebe noch. Irgendwann mal war es dann auch mal so, dass ich nur noch betrunken zur Bartheke ankam und der Barkeeper mich einmal gefragt hat: Bist du eigentlich 18? Ich so, ja, aber bin ich auch. Erster geschafft, nächster Kandidat. Jetzt haben wir so einen Raki, aber ich muss dazu sagen, der hat mir das jetzt ein bisschen mit Wasser gemischt. Kein Plan, ob der jetzt ein bisschen besorgt war wegen seinen Blicken. Aber ey, der Whisky und alles andere war auf jeden Fall pur. Bitter. Aber es ist auf jeden Fall offiziell, Jake hat die ganze Bar leer getrunken. Ich muss gerade an dieses 7-jährige Mädchen an dieser Bushaltestelle denken. Mit ihrer Gucci-Tasche und mit ihrem teuren Handy. Und ihrer Karen-Klamotten. Ich saß im Bus hinter ihr. Sie telefoniert über die ganze Busfahrt mit ihrer Freundin und redet so: Ey Digga, ich schwör auf alles. Ich meine, sie ist 7, Junge. Was ist das? Habe ich das Gefühl, mit dieser Generation stimmt was nicht. Mein Körper wächst, ich aber nicht. Und das muss ich ändern. Wenn ich es irgendwann mal schaffen sollte, in meiner Entwicklung Verantwortung, Selbstbewusstsein und die nötigen Fähigkeiten mir zu holen, dann habe ich alles, was ich brauche, später auf eigenen Beinen zu stehen. Zum einen will ich eine bessere Figur. Wenn ich dann auf meine alten Videos zurückblicke, sieht man dann die Entwicklung um dieses Vorher-Nachher. Spannend. Wer auch so ein bisschen über Alkohol lernen will, kann mich auch ansprechen. Der Alkoholgehalt von diesem Raki liegt bei 40-50%. Bei reinem Raki. Durch das Wasser ist das Alkoholvolumen bei diesem etwas weniger. In der Herstellung werden meist Trauben oder andere Früchte benutzt. Oder Trester, das sind so Pressrückstände vom Auspressen von Säften. Es wird destilliert und danach aromatisiert mit solchen Anissamen. Für die Reinheit und Verbesserung des Geschmacks wird der öfters zweimal destilliert. Beim Konsum wird er mit Wasser verdünnt und wird dadurch milchig weiß. Jetzt haben wir so einen Wodka, der gefällt mir. Jetzt einen Weinbrand. Boah, ich kann jetzt schon nicht mehr. Man muss aber auch dazu sagen, das sind ja jetzt die Hardcores, deswegen habe ich jetzt diese Nacht nicht so viel geschafft. Also tatsächlich kam ich auf die Idee, alles auf eine Nacht zu bringen, aber das habe ich nicht geschafft, deswegen muss ich morgen weitermachen. Ich trinke einfach jeden Tag so viele, wie ich kann und immer, wenn ich umkippe, mache ich am nächsten Tag weiter. Diese Nacht habe ich 5 geschafft. Ich habe bewusst mit den kräftigsten angefangen, weil ich mir dachte, das Beste kommt am Anfang. Der hier hat mich zum Kotzen gebracht, das seht ihr jetzt.
So, das war die erste Kategorie an Getränken. Jetzt gehen wir rüber zu den Weinsorten. Tut mir echt leid, dass ich vergessen habe, den Tequila noch zu filmen. Oder ich weiß nicht, ob ich den unter den Aufnahmen irgendwo nicht wiederfinde. Aber eigentlich habe ich alles Reihe für Reihe getrunken und gefilmt. Ich verstehe jetzt nicht, was schieflaufen konnte. Übrigens seht ihr am T-Shirt-Wechsel, dass ich am nächsten Tag weitergemacht habe. Übrigens will ich auch nochmal erwähnen, bei diesen ganzen Sportspielen, die sind hier voll korrekt, ne? Also ihr braucht euch nicht in die Hosen machen, hier ist keiner respektlos oder so. Anders als zum Beispiel in einem Verein oder im Gym. Der Stärkere hat das Sagen, wobei ich auch da Glück hatte. Die Muskulösen und Fortgeschrittene waren cool zu mir, haben mir beim Training ständig Tipps gegeben. Also hier läuft das auf jeden Fall, Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel vom Zocken. Wenn man Profi ist und irgendwas kann, dann verstehe ich das Gefühl, dass man sich über Noobs aufregt. Auch wenn man mal selber an dem Punkt war. Oder man versucht auch ein bisschen Dominanz zu zeigen. So entsteht dieses Rumgezicke und diese Kinderstreiterei. Aber da will ich nicht mit dabei sein. Damit rette ich meine Gesundheit und mein Stresslevel wird niedriger. Ich mache mein eigenes Ding und kann in Ruhe üben. Aber weil ich privat keinen Gruppensport oder sonst was mache, kann ich mir dadurch Nerven sparen. Ich nehme diese Konsequenzen nicht auf mich, nur weil andere schlecht gelaunt sind. Beim Bowling bin ich eigentlich gar nicht schlecht. Der erste Wurf war nur ein Fehltritt. Ich habe noch gar nichts zum Geschmack gesagt. Das kann man auf jeden Fall trinken, der ist erträglich. Als nächstes kommt der Weißwein. Der gefällt mir und der ist besser als dieser Rotwein. Und im Vergleich zum Rotwein hat der Rotwein gar nicht geschmeckt. Aber beide waren erträglich im Sinne von aushaltbar. Der Rotwein war jetzt auch nur leicht bitter. Mir ist jetzt gerade dazu eingefallen, nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Also ich habe jetzt nicht Profis als Nixkönner bezeichnet, sondern Nixkönner als Nixkönner. Übrigens muss mein Gesicht mal ein bisschen dünner werden. Und ich brauche ein bisschen mehr Gesichtsmuskeln, damit ich irgendwann mal so eine Smileline bekomme. Dafür habe ich immerhin voll die Jawline. Mein Gesicht soll irgendwann mal so aussehen. Denn mit dem Face, einem 10, einem Buddy, sehe ich dann aus wie Ken von Barbie. Roséwein erträglich, schmeckt sehr gut. Champagner prickelnd, leicht intensiver. Jetzt kommen wir zu den Cocktails. Wir haben hier einmal dieses Bloody Mary. Ey, und das war so schlimm, ne? Das schmeckt so furchtbar, so ähnlich wie Karottensaft oder Tomatensaft, halt sowas in die Richtung. Scharf, bitter und es war das Schlimmste von allen. Aber nur probieren reicht nicht. Ich habe gesagt, ich will alles live austrinken. Ich war eigentlich an einem Punkt, wo ich aufgeben wollte, aber dann dachte ich mir, das darf ich einfach nicht. Ich zieh's durch.
Bruder, ich fass es nicht, ich hab's geschafft. Jetzt eine Margarita, zuckrig, ertragbar. Jetzt ein Negroni, der schmeckt sogar noch besser und ist saftig. Ich bin gerade allgemein glücklich, dass wir bei den Cocktails sind. Jetzt ein Whisky Sour. Sauer, unerträglich. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass Whisky kein dünner Kollege ist. Ja, und als ich dann gelesen habe, Whisky Sauer an der Reihe. Einfach, ich trinke das so, als würde ich gerade jemanden Ihr wisst schon. Ich bin hier fett eingepennt, ne? Auf diesem Mona Lisa-Ding da habe ich kurz meine Mathelehrerin gesehen. Sie meinte, du hast schon wieder eine F, Jake. Und ich habe mein Shirt voll gekotzt. Neuer Tag, neues Shirt. Mojito ist mein Schatz. Dry Martini, zuckrig, leicht bitter, trinke ich wie Wasser.
Das war mein Antalya-Vlog. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr weitere von solchen Vlogs sehen wollt. Schöne Weihnachten, euer Jake.